Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Makita DML 805 an. 750 oder 450 Lumen schafft sie, 14,4 Volt oder 18 Volt Akkus. Dann hat man eben, das habe ich getestet, 3 Stunden 20 mit dem 2 Ampere-Stunden auf maximaler Stufe und 6 Stunden und 5 Minuten auf der schwachen Stufe. 2 Kilo Gewicht ohne Akku. Da schauen wir die Lux-Zahlen an bei verschiedenen Abständen. Das ist die schwache Stufe auf 2 Meter. Jetzt das gleich sehen, nicht ganz, sieht man es perfekt, aber 2 Meter sind es. Dann stelle ich nochmal auf die starke Stufe und wie ihr sehen könnt, ist es dann bei 177 Lux. Das heißt 60, also davor 100 von 177 sind ungefähr, ja, 60%. Und das passt auch mit den Werten von 750 und 450 Lumen, was Makita angibt. Aber die Lux-Zahl, ihm ist ja Lux, das heißt nicht die gesamte Leuchtkraft, sondern ihm ist nur am punktuellen, also das ist halt die Fläche vom Luxmeter, das wird gemessen. Trotzdem kann man das vergleichen, weil natürlich Lumen ist am besten, aber Lux ist, finde ich, eigentlich sogar wichtiger, weil da sieht man genau, wie hell ist jetzt die Stelle, wo ich das eigentlich hier sehen will. Lumen ist ja was komplett verteilt wird. Sagen wir, wenn es unglaublich weit verteilt wird, hat man beim großen Abstand kaum Licht mehr. Deswegen, da habt ihr verschiedene Werte, ich blende gerade die Tabelle ein und ja, dann können wir das vergleichen. Laufzeit, Preis und alles. Ich meine, viel gibt es ja nicht zum Sagen zu der. So, was gibt viel zum Sagen? Ist eine normale Leuchte, oben eine Ausschalttaste. Man kann natürlich den Akku reinpacken und aufmachen. Hinten hat man so einen Klappmechanismus, das heißt so Gehäuse, wo das auch geschützt ist, der Akku, was mir sehr gut gefällt. Und ja, kommen wir noch zu Minuten pro Wattstunde. Das sind wir bei 5,3 Minuten pro Wattstunde bei 750 Lumen. Bei 450 Lumen habe ich es nicht ausgerechnet, aber ich schaue ja immer den Wert, den ich auch bei Lux pro Meter angebe, um eben die Effizienz zu bewerten. Da haben wir die Lux pro Meter. Und wir sehen können, mit 555 ist sie definitiv heller als die kleine Bosch, heller als die Einhells, aber definitiv schwächer als der 1800 von Einhell, deutlich schwächer, halb so stark kann man sagen. Und obwohl die 100 Euro kostet, also Preis-Leistung, ist Einhell schon da sehr, sehr, sehr gut dabei, muss man sagen. Bei dem Abstand ist der 1000, also der TCL 18 1180 viel, viel besser. Und ja, die anderen sind eh im Vergleich. Ich meine, ganz oben haben wir die 18 2500. Das ist natürlich viel fokussierter. Das ist kein Baustrahler wie die 805. Aber ja, Lux bei 1 Meter Entfernung, wie schon gesagt, 555 auf 750 Lumen. Definitiv nicht schlecht, aber es gibt auch bessere Lampen, wie ihr sehen könnt. Also für das Geld kann man sich was Besseres kaufen. Aber schauen wir uns dann eh das Geld an, was es kostet. Aber mein, von Makita her kann man dann in Zukunft schauen, wie es sich gegen die anderen schlägt, wie der Vergleich ist vom Preis, von allem. Und ja, man hat halt auch Kabel, was sehr praktisch sein kann, wenn man kein Akku hat. Das heißt, man kann sie ja ohne Akku verwenden. Natürlich ist mit dem Akku viel feiner. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, wieso man sowas kauft, der Preis. Da schauen wir uns die Preise an. Wie schon gesagt, 100 Euro ist definitiv deutlich teurer, auch teurer als die Einhell 18.500, was Works, was 1800, sogar mehr als doppelt so teuer, teurer als die eigentlich fast alle Lampen. Und dafür ist die Leistung natürlich nicht ganz optimal, aber muss dann jeder selbst wissen, was er haben will. Ich finde die Lampe trotzdem sehr gut, für den Preis zu teuer, aber fällt gerade mal Schnäppchen und man kann dann die trotzdem verwenden. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich sage nur, dass es ein bisschen überteuert ist. Vielen lieben Dank fürs Schauen. Jeder, der Kamera unterstützen will, kann was über einen Link kaufen oder eben die Lampe oder andere, die ich testet habe. Danke für jeden, der es macht. Vielen Dank für jeden, der schaut, Kommentar, der lässt, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, danke und ciao.